möchte euch gerne was erzählen über verschiedene Korpuskonstruktionen. Hier habe ich jetzt ein System, wie es in der Industrie eigentlich heute üblicherweise gemacht wird. Es gibt einen Korpus und einen Hals. Die werden einfach stumpf aneinander dran geleimt. So. Das funktioniert meistens ganz gut. Der Nachteil ist, dieser Klotz, der im Inneren der Gitarre ist, macht manchmal Probleme. Und zwar, hier drin ist ein Klotz mit der Maserrichtung so. Also müsst ihr euch das so vorstellen, wenn ihr hier das Holz seht. Hier, das ist praktisch die Längsrichtung, die ist so. Und jetzt ist es so, dass Holz in diese Richtung praktisch gar nicht schwindet. In alle anderen Richtungen schwindet Holz, aber in Längsrichtung fast nicht. Und wenn jetzt die Gitarre ein bisschen schwindet, weil trocken ist außenrum, dann wird alles ein bisschen kleiner, nur dieser Klotz bleibt hier stehen. Und dann passiert, dass wir hier am 12. Bund, also Hals-Korpus-Übergang ist ja der 12. Bund, einen Knick bekommen. Und das ist ein Schaden, der fast nicht zu reparieren ist an der Gitarre. Alternativen zu diesem System sind traditionellerweise im Grunde aufgeteilt zwischen dem, was man früher in Deutschland gemacht hat. Das ist die sogenannte Schwalbenschwanzverbindung. Da hat man auch einen Klotz innen drin, allerdings ist der Klotz so rum, wie wir hier sehen, was sehr vernünftig ist, weil das einfach gleich schwindet dann wie die Zarge. Und dann macht man hier, fräst man ein Stück raus, in der ganzen Länge natürlich, und beim Hals hat man genau das Gegenstück dazu, sodass man den Hals dann da reinstecken kann. Das ist auch eine relativ stabile Verbindung, die wird heute im Stahlsaitenbereich bei guten Western-Gitarren verwendet. Das hat den Vorteil, dass man den Hals wieder rausmachen kann. Das braucht man aber bei Konzertgitarren nicht. Die Spanier, die hatten immer einen anderen Weg. Und ich persönlich finde, für Konzertgitarren ist das eigentlich der beste. Die meisten, die teure Konzertgitarren machen auch diese sogenannte spanische Verbindung. Also den Teil, den wir hier sehen, das ist der Teil, der außerhalb von der Gitarre ist. Der Teil hier, der ist in der Gitarre drin. Dann kommt die Zarge da rein, in diesen Schlitz. Und um das zu fixieren, kommt ein Keil da rein. Spanischer Halsfuß macht meiner Meinung nach praktisch keine Probleme. Also ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass man da einen Knick bekommt am 12. Bund oder irgendwelche Probleme dieser Art. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir uns damals, wo wir La Mancha angefangen haben, entschieden haben, sofern es irgendwie wirtschaftlich vertretbar ist, spanische Halsfüße für La Mancha Gitarren zu bauen. Und das ist der Grund, warum es heute schon ab der Ruby alle La Manchas mit spanischem Halsfuß gebaut wurden.